Die Pokémon-Spieleserie ist nicht gerade für Veränderung bekannt. Ein großer Kritikpunkt an der Spieleserie ist gerade, dass sich nicht genug verändert. Da ist es seltsam, dass ein Standardfeature vergangener Pokémon-Titel mittlerweile überhaupt gar nicht mehr vorhanden ist. Die Casinos. Casinos waren damals fester Bestandteil von Pokémon-Spielen. In den Casinos oder in den Spielen besser bekannt unter dem Namen Spielhallen konnte man aber nicht nur in Glücksspielen sein hart erkämpftes Geld verspielen, sondern vor allem auch großartige Preise gewinnen. Wer zum Beispiel in Pokémon Rot das seltene Pokémon Porygon haben wollte, der konnte dies nur durch das Erspielen von 9.999 Münzen in der Spielhalle tun. Zudem konnte man sich so auch wichtige TMs wie Flammenwurf und Donnerblitz sowie Items wie Großlinse und Zoomlinse erspielen. Also, warum wurde ein solch wichtiger Ort, der für 4 Generationen fester Bestandteil aller Pokémon-Spiele war, auf einmal entfernt? War es die Unlust der Entwickler oder steckt vielleicht doch etwas mehr dahinter? Zuerst einmal sollten wir darüber reden, in welchen Spielen die Spielhallen überhaupt vorhanden waren. Denn das wird noch sehr wichtig sein. Die Spielhallen waren nämlich in allen Pokémon-Spielen der ersten bis zur 3. Generation vorhanden. Also angefangen mit Pokémon Rot, Blau und Gelb bis hin zu Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Aber dann wird es wirklich interessant. Danach kamen dann Pokémon Diamant, Perl und Platin. Also die ersten Pokémon-Spiele für den Nintendo DS. Und hier war es nur zum Teil möglich, dort sein Geld zu verspielen. In Pokémon Diamant und Perl war es am einarmigen Banditen ganz normal möglich, Münzen einzusetzen und sich welche zu erspielen. Dann aber in Pokémon Platin hingegen war dies nicht länger möglich. Die Spielhalle in Schleiede existierte nach wie vor, aber mit den Automaten konnte nicht länger gespielt werden. Stattdessen kann man an den Automaten täglich vergessene Münzen finden. Der Spielspaß ist definitiv nicht derselbe und man fragt sich, warum ist die Spielhalle dann überhaupt noch da? Das Interessante an der Geschichte ist nämlich, in der amerikanischen und japanischen Version von Pokémon Platin war es möglich, die Spielhalle zu nutzen, aber in der europäischen nicht. Der Grund dafür liegt im Jugendschutz. Laut gesetzlichen Regelungen ist Glücksspiel erst ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt. Diese Regelungen sind natürlich von Land zu Land so ein bisschen anders. Durch das Vorhandensein dieser Spielhallen und Glücksspielautomaten hätte das Spiel eine höhere Altersbeschränkung bekommen müssen. Und das familienfreundliche Pokémon wäre nicht länger familienfreundlich gewesen. Und da Nintendo das Image des Pokémon soll für alle Altersgruppen sein wichtig war, war es keine Option, dies in Kauf zu nehmen. Stattdessen machte man die europäische Spielhalle komplett nutzlos, sodass es gar nicht erst dazu kommen konnte. Das war aber nicht nur ein rein europäisches Problem, da bereits zuvor Pokémon Diamant und Perl in Korea zensiert werden mussten. Dort waren die Spielhallen ebenfalls funktionslos und Geld konnte dort nicht erspielt werden. Um dieser Problematik vollkommen aus dem Weg zu gehen und die Spiele nicht auf jedes Land unterschiedlich abstimmen zu müssen, entschied man sich in den darauffolgenden Generationen dafür, die Spielhallen nicht länger einzubauen. Denn warum auch, wenn weltweit der Jugendschutz immer weiter verschärft wird? Interessanterweise waren die Spielhallen in Pokémon nur ein kleiner Vorgeschmack für die Zukunft, beziehungsweise mittlerweile das Hier und Jetzt. Durch Lootboxe steht das Thema immer wieder im Vordergrund. Glücksspielmechaniken in Spielen, die Kindern mit Leichtigkeit zugänglich sind. Denn Glücksspiel in Videospielen gilt tatsächlich als eine Einstiegsdroge ins echte Glücksspiel. Wer bereits im frühen Alter an Glücksspiel herangeführt wird, gewöhnt sich schnell daran und kann danach süchtig werden. Lustigerweise machen andere Pokémon-Spiele, wie zum Beispiel Pokémon Masters und Pokémon Unite, durchaus Gebrauch von Gacha- und Lootbox-Mechaniken, weswegen zwar die Hauptspiele davon verschont geblieben sind, aber andere Titel genau darauf abzielen. Letztendlich kann ich die Entscheidung zwar nachvollziehen, finde es aber trotzdem etwas schade, dass es keinen ebenbürtigen Ersatz für die Spielhallen gibt. So war beispielsweise der Pokéathlon in Pokémon Heart Gold und Pokémon Soul Silver eine coole Minispielsammlung. Und auch wenn die Spielhalle in Pokémon Heart Gold und Pokémon Soul Silver in Europa ebenfalls zensiert werden musste, war zumindest das Voltofalle-Minispiel zugänglich. Ein Logikspiel anstatt eines Glücksspiels. Eine Spielhalle ist somit gar nicht mal auf Glücksspiel angewiesen. Oder wie seht ihr das so? Findet ihr es gut, dass die Spielhallen entfernt wurden? Oder wünscht ihr sie euch zurück? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.